Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe euch eine neue Folge von der TACON mitgebracht. Ich war zum ersten Mal auf der Konferenz und war gänzlich begeistert von dem intensiven Austausch und der familiären Stimmung, die da herrschte, wie ein Nachhausekommen. Bei mir zu Gast war André Thiele und mit ihm habe ich über das Thema API-Testing gesprochen. Verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, wie man das machen kann, mit den Vor- und Nachteilen. Also jetzt gibt's keine Ausreden mehr, ran an den Schnittstellentest und viel Spaß bei der Folge. Hallo André, schön, dass du da bist. Ja, hi Richie. Ich freue mich total. Du bist ja hier auch mit auf der TACON 2025. Hast schon deinen Workshop, deinen Vortrag hinter dir. Ja, Das ist geschafft. Und das Besondere ist, du bist ja von der Community nominiert worden, hier dein Thema einzubringen, ne? ich weiß halt nicht, wer mich alles gewählt hat, aber ich fühle mich schon so ein bisschen geehrt dadurch. Aber Ja, vielleicht waren es auch nur meine Kollegen. Keine Ahnung, wie viele Leute gestimmt haben. es waren auf jeden Fall genug, dass du es im Programm geschafft hast. Sehr gut. Ja, und du hast das Thema API-Testing reingebracht. Und ich habe es im Abstract gelesen, stellst ja da zwei so Wege vor, wie man API testen kann. Mhm. So, ja, du kannst dich erinnern? Ja, ich weiß noch, was ich gesagt habe. Ja, genau. Und da möchte ich einfach gerne noch mal drauf schauen, weil ich merke auch immer wieder bei mir in Kundenprojekten, also das Thema ist immer wieder da und dann wird so, ja, müsste man mal machen. Ja, und dann, wie es so ist, gibt dann andere Dinge, die auch wichtig und schön sind, weil man einfach keine Klarheit hat, was da passieren soll. Und ja, und dann lass uns mal drauf schauen. Was ist denn der eine Weg, wie man... Also eigentlich kann man sagen, gibt es ja 3 Wege. Nämlich der erste und einfachste ist sicherlich nur die reine Kommunikation. Ja. Also wenn halt 2 Teams miteinander irgendwie sich austauschen müssen, wenn sie halt eine API haben, eine Schnittstelle über REST bedienen. Die einen bieten die Schnittstelle an, die anderen wollen sie halt konsumieren. Dann kann es natürlich ausreichend sein, dass einfach die Teams sich auf kleinem Dienstweg zusammensetzen und dann einfach mal ein bisschen sprechen und dann macht man das halt so untereinander aus und ist dann mit schnell fertig. Aber aus der Testersicht ist das natürlich etwas schwierig. Ja. Deswegen habe ich halt nochmal weitergeschaut und bin halt auch durch ein aktuelles Projekt mehr oder weniger so ein bisschen da reingestoßen worden. Es gibt halt 2 Ansätze, die wir da verfolgen können. Nämlich zum einen gibt es die Möglichkeit, einfach so einen Repository-basierten Ansatz zu machen. Das heißt, ich erzeuge meine Schnittstelle quasi oder beschreibe die Schnittstelle erstmal mit OpenAPI und generiere sie mir. Und diese Schnittstelle versioniere ich dann in meinem ganz normalen Softwareentwicklungssystem. Also ich bin halt Java-Entwickler, das heißt, ich würde halt ein Repository bei Maven zusammenbasteln, wo halt wirklich nur diese OpenAPI-Schnittstelle drin ist. Dann, zweite Komponente ist halt Renovate. Ich weiß nicht, ob du Renovate kennst. Das ist so ein Tool, was halt, also Renovate heißt ja über irgendwie sanieren, renovieren. Und das guckt halt letztendlich in diesem Fall auf die Maven POM-Datei und schaut sich halt die ganzen Dependencies von den ganzen Elementen da an. Nicht nur die Dependencies von der Software, aber auch letztendlich von den Plugins, die da drin sind. Und ist halt in der Lage zu erkennen, durch einen Abgleich, ob halt neue Versionen aufgetreten sind. Und dann kann halt dieses Renovate hingehen und wenn ich das entsprechend angebunden habe, direkt in meinem Repository Merge-Request erstellen, beziehungsweise wenn dieser Merge-Request halt gebaut wird, dann kann es auch direkt auto-mergen. Wenn es halt nicht gebaut wird, dann hat man halt die Möglichkeit, okay, dann sollte noch mal jemand draufschauen und kann halt dann entsprechend schauen, ob das, was man noch anpassen muss, weil halt vielleicht irgendwie so ein Breaking Change da drin war. Ja, das heißt, da geht es also wirklich darum, die Schnittstelle mit zu versionieren und mit wie als Element zu haben, dass ich quasi auch nutzen kann, dass es nicht nur einfach, dass ich die nicht einfach so ändern kann, ohne dass ich es mitkriege. Ja, ja. Und wichtig ist auch, es heißt Open API und nicht Open AI. Ne? Das überliest man mittlerweile leicht, das P. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, okay, verstehe. Also das ist es. Und ist das
ist das etablierte Technik? Machen das Teams oder? Sagen wir so, wir machen es auf jeden Fall. Es ist halt eine gute Möglichkeit, um mitzubekommen, wenn sich was geändert hat. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, ich prüfe einfach nur die Syntax von meiner Schnittstelle durch. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Parameter habe, den ich rein oder rausgebe, der als String definiert ist, ich aber nur in meinem Consumer nur 2 Werte oder was verstehe. Das heißt, ich habe so eine Art Enum und der kommt plötzlich und streicht irgendwelche Enum-Werte da raus. Dann kann ich natürlich nicht feststellen, ob sich das geändert hat über diese Methodik. Okay, das heißt, es geht wirklich nur auf die Struktur der Schnittstelle. Genau, das ist reine Struktur und Syntax an der Stelle. Okay. Ja, was können wir denn da machen? Was können wir machen? Also zum einen gibt es halt die Möglichkeit, mit dem anderen Team zu sprechen. Man kann das aber ist ja eh immer eine gute Idee. Also mal reden ist schon mal eine gute Sache, ne? Ja, meistens schon. Vor allen Dingen in der Softwareentwicklung, auch wenn viele das vielleicht nicht so sehen. Ja, es gibt halt da 2 Probleme. Nämlich einmal, wenn die Teams sich dann untereinander nicht verstehen, dann ist es natürlich schwierig mit dem Reden. Wenn sie halt räumlich verteilt sind, wenn sie irgendwie nur über Zoom miteinander sprechen können und so weiter und so fort, dann ist es schwierig. Wenn man sich nur Dokumente zuschickt, dann ist das sicherlich nicht so ideal. Und ich meine, ich denke mal, bei so Schnittstellen, das ist ja jetzt nicht immer nur, ich weiß ja gar nicht immer, wer da auf der anderen Seite ist. Ne? Also wenn ich eine Schnittstelle zur Verfügung stelle, kann die ja im Betrieb, im Unternehmen jeder nutzen, ne? Der irgendwie Zugriff drauf hat. Ne? Genau, dieses Renovate ist eigentlich mehr so, wenn ich sag mal, wenn ich mehr oder weniger auch, nein, das ist eigentlich auch was, wenn ich halt nicht weiß, wer die Schnittstelle nutzt, weil es ist halt komplett offen. Ich kriege halt nur eine neue Version, muss das anpassen. Aber wie heißt es, wenn ich mir jetzt dieses Strukturgesetz anschaue, wo es halt darum geht, wenn ich eine Schnittstelle anbiete, dann möchte ich halt zum einen, dass sie halt, dass die Daten, die ich rausliefere, dass sie halt irgendwie möglichst strikt beschrieben sind, aber das, was reinkommt, soll möglichst, sag ich mal, relativ, wie sagt man, lenient, also entsprechend wohlwollend betrachtet werden. Das heißt, man sollte möglichst viele halt von den Dingen durchlassen und versuchen, das zu verstehen. Und das ist natürlich, bei dieser Art, da ich die Syntax beschreibe, ist das natürlich relativ einfach machbar dann. Ja. Wenn ich allerdings, wie gesagt, die Semantik da reinnehme, dann sind wir schon wieder bei einer ganz anderen Art von Test. Und da sind wir dann halt bei dem Thema von meinem Test, von meinem Vortrag, da ging es halt um das AP-Contract-Testing. Ah, Contract-Testing, das wollte ich hören. Consumer-Driven Contracts, genau. Ja, das ist ja spannend. Wie funktioniert das? Ja, das ist eigentlich, also das Vorgehen, was ich da beschrieben habe, bietet sich immer an, auch das auf OpenAPI zu basieren und sich seine Schnittstelle einfach generieren zu lassen, weil das auch einen Haufen Arbeit spart bei der Programmierung. Und halt nicht so fehlerträchtig ist. Und dann ist es halt so, dass es heißt Consumer-Driven Contract Testing. Das heißt, derjenige, der die Schnittstelle halt verwenden möchte, der sagt halt, was er davon erwartet. Das heißt, er mit einer DSL, die halt über so einen Bilder letztendlich erzeugt wird, beschreibt er halt, was schickt er hin und was will er auf jeden Fall als Antwort zurückerhalten. Da kann man halt auch wirklich die Semantik so ein bisschen festlegen. Das heißt, wenn ich jetzt, wie das Beispiel eben, so ein Enum hätte und nur 2 Werte erwarte, dann werde ich genau diese 2 Werte halt auch einmal als Beispiel da angeben. Und wenn die halt plötzlich nicht mehr funktionieren, dann kriege ich das sofort mit. Okay. Das heißt aber, das gibt der Consumer, also der die Schnittstelle nutzt, dann einfach vor. Ja, in dem Fall. Ja. In einer Sprache, also in einer strukturierten Datei oder irgendwie wo das definiert ist. Ja, wie gesagt, ich bin Java-Programmierer und an der Stelle gibt es halt entsprechende Unterstützung. Ich verwende das Tool Pakt. Und da gibt es halt dieses Bilder-Pattern, wo man halt ganz detailliert festlegen kann, ich schicke halt, so ein Get-Request dahin mit diesen Daten und bekomme dann halt irgendwie, irgendwelche Daten in diesem Format und mit diesen verschiedenen Variationen dann auch zurück. Da muss ich halt für jede Variation letztendlich was machen.
Und wenn ich das jetzt quasi vorgebe oder ich gebe als Consumer dieses Ding, wie ist dann der Ablauf im Test? Also der die Schnittstelle bereitstellt, der zieht sich diese Information dann raus und macht was damit? Oder wie sieht das dann aus vom Workflow quasi? Vom Workflow ist es eigentlich so, also erstmal schreibe ich halt auf Consumer-Seite den Test. Aus diesem Test mit diesen Daten wird halt ein sogenanntes Dokument, also so ein Contract erzeugt, den man entweder im Dateisystem oder halt auf einem speziellen Pakt-Broker speichern kann. Dieser Pakt-Broker kann auch irgendwie abgesichert werden über HTTPS und Co. Und das heißt, da können halt eigentlich nur die Leute zugreifen, die halt wissen, dass diese Schnittstelle da ist und die halt auch diesen Contract einhalten wollen. Dann ist der große Vorteil daran, sowohl der Consumer, aber auch der Producer von dieser Schnittstelle können halt auf diesen Pakt-Server zugreifen, diesen Pakt-Broker zugreifen, lesen diesen Pakt aus und daraus erzeugt das Framework halt so eine Art Mock-Server. Das heißt, auf der Consumer-Seite kann ich halt meinen Request direkt von meiner Software dagegen abfeuern und auf der Producer-Seite werden halt durch diesen Contract auch entsprechende Daten zu dem Producer geschickt, sodass er halt auch durchgetestet wird. Und zwar genau mit den Daten, die halt der Consumer an der Stelle angegeben hat. Das heißt, ich brauche die Gegenstelle eigentlich gar nicht. Ne? Also ich kann quasi diesen Contract als Mock nehmen, gegen den ich teste. Und das können ja dann ja auch mehrere Beispiele drinnen sein. Ne? Wenn ich meine Enums habe, gehe ich die alle durch und meine ganzen Dinge, wo ich halt irgendwelche Werte zurückerwarte. Letztendlich wird der Consumer ja nur das verwenden, was er halt wirklich bei dieser Schnittstelle auch nutzt. Wenn ich halt irgendwie 3 Werte von den Daten, die ich da halt habe, auswerte und den Rest mich nicht interessiert, ist mir auch völlig egal, was da drin steht. Das heißt, da werde ich keine Tests für schreiben. Wenn allerdings jemand anders, der halt auch diese Schnittstelle nutzen möchte, genau in einem anderen Bereich was haben will, kann der halt ganz eigene Consumer-Tests, die sich auch gar nicht unbedingt überschneiden müssen, dafür schreiben. Ja, verstehe, ja. Also das entkoppelt ja quasi ein bisschen auch die Zusammenarbeit. Man muss sich nicht auf das andere System warten, sondern kann quasi schon dagegen arbeiten. Was mir jetzt sofort in den Sinn kommt, als Tester möchte ich ja vielleicht auch irgendwie mein System testen anhand von Negativbeispielen. Ne? Also wenn was Falsches zurückkommt, kann man das damit auch abbilden oder geht es da wirklich nur um die Einhaltung der Spezifikation für die Schnittstelle? Ganz ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht ausprobiert. Ah, schau. Aber eigentlich geht es um die Einhaltung der Spezifikation, weil ich kann halt auch, es geht halt wirklich genau darum, dass ich diesen Contract einhalte und nicht irgendwie, dass ich halt Sachen beschreibe, die halt nicht eingehalten werden müssen. Weil das ist ja das, was mich an der Stelle als Consumer gar nicht interessiert, was halt nicht eingehalten wird, weil sonst würde ich es ja beschreiben, sonst würde ich ja einen Test dafür schreiben. Ja, ja. Ja, und ich muss mich ja dann in dem Fall auch nicht mehr mit einem anderen Team unterhalten. Ne? Ich kann das einfach so schön über die Contracts abdiskutieren. Leider nicht ganz, aber fast. Weil, ganz ohne Reden funktioniert es einfach so nicht, weil normalerweise stellt man halt dieses Contract-Testing so ein, dass halt die Software, wenn halt die beiden Tests halt oder wenn einer von den Tests fehlschlägt, dass sie gar nicht released werden kann. Und wenn halt einer was geändert hat und der andere irgendwie was nicht geändert hat, dann merkt der eine, okay, es ist irgendwas fehlgeschlagen, weiß vielleicht gar nicht genau, was da jetzt ganz genau passiert ist und muss halt trotzdem dann nochmal mit den anderen Team reden. Kommen wir nicht drum herum, müssen wir trotzdem miteinander reden. Auch als Informatiker muss man fürchte ich reden. Ach ja, gut, na, kriegen wir hin. Ne? Genau. Ja. Wie umfangreich werden denn Systeme? Also ich meine, wenn du in deinem Umfeld entwickelst, da irgendwie Schnittstellen, ist das etwas, was sehr komplex wird, auch von der Struktur her, oder bleibt das Leichtgewicht? Ich will es einfach so wissen, dass so deine Erfahrung damit, wenn man damit umgeht im Alltag. Normalerweise sind diese Contract-Tests, eine Sache, die man gerne auch im Microservice-Umfeld verwendet. Das heißt, es werden nicht so riesig viele Tests geschrieben, weil einfach auch nicht so die Schnittstellen so groß werden sollten. Wir in unserem Projekt haben es dagegen in relativ komplexen Schnittstellen eingesetzt und mit vielen verschiedenen Consumern und hatten dann im Zweifelsfall auch 5, 6 verschiedene Consumer, die unterschiedliche Tests geschrieben haben. Und das kann natürlich schon eine gewisse Größe annehmen. Ja, klar, es kann natürlich jeder Consumer dann auch seine eigenen Ideen also seine eigenen Vorgaben da rein und nutzt vielleicht die andere Bereiche daraus oder sowas. Ne? Ja, genau. Und der Producer muss sich dann irgendwie daran halten. Ne? Ja. Das heißt ja immer Consumer-Driven. Gibt es denn auch noch ein Producer-Driven? Dieses Producer-Driven ist letztendlich
Das Pack-Tool arbeitet consumer-driven. Das Renovate, diese Lösung könnte man eher als Producer-driven auch verstehen, weil da wird halt irgendwas geändert. Den Producer interessiert eigentlich nicht, ob die einander mitleben können, sondern der macht es einfach und sagt, okay, hier ist Ja, genau, ja. Okay, ja, stimmt. Ja, da gibt er eigentlich dann alles so weit raus, was er Genau. geändert hat. Ja. Deswegen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch an der Stelle Producer-driven Contract-Tests gibt, aber Standard ist eigentlich eher so Consumer-driven, weil Ja. man Ja. will halt meistens nicht die gesamte Schnittstelle irgendwie nutzen, sondern hat immer nur so Teilbereiche daraus. Ja, macht ja Sinn. Ich Ja, meine, richtig. man fokussiert sich auf die Sachen, die man wirklich auch braucht, Genau. und das ist natürlich auch effektiver, als wenn ich immer alles teste oder wie auch immer. Ja. Wenn du jetzt so an die Machbarkeit, das jetzt irgendjemand hört jetzt den Podcast, sagt sich, ach, der super, das hätte ich jetzt auch gern bei mir. Wie ist das aufwendig, um zu implementieren, wenn ich jetzt in so einem Java-Umfeld bin und schon irgendwie vielleicht in der einen Variante teste, ist das kompliziert aufzubauen oder kriegen wir das an einem Wochenende hin? Es hängt davon ab, wie viel Technik-Know-how man an der Stelle hat. Also ich habe das für meinen Vortrag alles eigentlich komplett in einer eigenen lokalen Docker-Umgebung nachgebaut. Und was brauche ich dafür? Ich habe halt einmal mein eigenes GitLab gehabt. Ich habe halt, so einen eigenen Nexus Community Edition gehabt. Ich habe den Renovate-Server gehabt. Den kann man eigentlich auch als GitLab Runner mit einfügen. Das ging halt auch. Da gibt es halt eine entsprechende Verbindung. Ich habe halt Jenkins also ein Bild gehabt, aber das kann man auch im Zweifelsfall über das GitLab machen, wenn man da irgendwelche Runner für einsetzt. Das Interessante ist dann nachher die Konfiguration und da ist halt die Frage, wie gut kennt man sich mit den Technologien an der Stelle aus. Ja. Also wenn man schon Erfahrung hat, ist es sicherlich innerhalb relativ kurzer Zeit machbar. Wenn man noch keine Erfahrung hat, dann muss man halt sich die ganzen Sachen auch wirklich mühsam anlesen. Ja, und es ist aber etwas, was ich auch iterativ aufbauen kann. Ne? Also ich kann ja einfach mal beginnen damit. Ne? Ich muss ja nicht gleich alle Consumer sagen, ihr müsst das jetzt machen, sondern ich kann ja das Stück für Stück einfach mit aufbauen. Ne? Man kann ja auch eine gemischte Lösung machen. Das heißt, ich mache erstmal zum Beispiel so eine Renovate-Geschichte. Da brauche ich halt alles. Wenn ich diese Contract-Tests mache, da brauche ich halt nicht unbedingt, einen Pack-Broker für, weil das kann man auch auf dem Dateisystem machen. Ich kann auch einfach nur die Tests schreiben und die Datei dann jeweils zwischen den Leuten austauschen oder halt irgendwas im Dateisystem, irgendein Verzeichnis definieren, wo halt beide zugreifen und wo halt die Sachen alle liegen. Das heißt, Pack-Test ist an der Stelle für den Anfang wahrscheinlich einfacher. Fürs Doing ist die Renovate-Sache halt wesentlich einfacher. Ja. Jetzt ist es natürlich so in der Automatisierung und auch in unseren ganzen Pipelines, da wollen wir das ja irgendwo integriert haben auch und am besten auch noch mit irgendwie ein Reporting, was man vielleicht irgendwo nachnutzen kann, dass man sieht, ist jetzt alles gut gegangen oder nicht, damit vielleicht der Testmanager irgendwo sieht über seine ganzen Teststufen, ach, da ist auch was passiert. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Kommen da gute Reports, Logs raus, beziehungsweise wo integriere ich sie in meiner Pipeline? Letztendlich schreibt man diese Pack-Tests ganz normal als JUnit-Tests. Das heißt, ich bin halt an der Stelle von Integrationstests, die halt mit JUnit laufen. Ja, okay. Und dann habe ich ja dann ganz normal meinen Output aus dem JUnit-Framework und kann den ja bei Nachnutzen irgendwo. Ich glaube, im Pack-Broker kann man auch noch sehen, wenn irgendwelche Packs gebrochen sind, aber ansonsten, man sieht es halt direkt in seiner Software, weil man kann sie nicht bauen, wenn das Ding nicht läuft. Ja, okay, das ist ein hartes Kriterium, das ist ja genau. auch gut. Ja. Das ist auch der Vorteil, weil an der Stelle kann sich halt keiner drum drücken. Ja, genau, ja. Sehr cool. André, vielen Dank, dass du mal so einen Einblick gegeben hast in das. Ich finde, das ist immer ein spannendes Thema und ich höre den Begriff häufig bei meinen Kunden, aber die wissen oftmals auch gar nicht wirklich damit was anzufangen. Und ich finde das immer gut, wenn man da mal ein bisschen Klarheit auch reinbringt. Das ist uns jetzt hoffentlich gut gelungen hier. Und finde ich super, dass du das Thema hier auch mal in die Konferenz gebracht hast und auf den Tisch gelegt hast, sozusagen, und in deinen Rechner auch noch hergezeigt hast. Ja. Ich danke dir schön. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß jetzt hier auf der Konferenz den letzten Nachmittag und hoffentlich bis bald. Ja, ich danke dir auch und bis bald. Ja, gut. Ciao. Ciao.